Hallo ihr Lieben, jetzt kommt endlich der lang ersehnte Geburtsbericht von unserer Tochter Jessie. Ja, ich fange mal an, ganz am Anfang, weil nicht alle von euch von Anfang an dabei gewesen sind. Eben nochmal eine kleine Vorgeschichte. Also es fing ja an auf den Kanaren, da waren wir im Frühling für ein paar Monate und da wurde mir dann ja immer mal wieder schlecht. Und ich habe mir schon gedacht, könnte man vielleicht schwanger sein, aber es war ja völlig ungeplant und damals hatten wir auch gerade unser ganzes Equipment verloren und dachten, das kommt vielleicht vom Stress. Aber dann haben wir irgendwann einen Test gemacht und der war dann positiv und ja, da war also klar, dass wir nochmal ein Baby bekommen und da war die Freude dann auch riesig groß, weil das Leben macht eben eigene Pläne manchmal und ja, so ist das manchmal. Hat aber auch was ganz Tolles und es ist eben schön, dass auch immer mal ein paar Überraschungen dabei sind und eben dann auch noch so eine wunderschöne, ja, genau. Und für mich war dann auch schnell klar, wir hatten ja dann echt eine chillige Zeit da auch am Strand, waren wir bei El Cotelo ganz lange in unserem Camper. Und da konnte man sich auch mal besinnen und Gedanken machen. Und für mich war eben ganz klar, okay, diesmal möchte ich es echt wirklich ganz natürlich erleben. Ich habe jetzt schon 2 Kinder bekommen und weiß eigentlich alles, was so die Abläufe und dass die ganzen Arztbesuche eigentlich im Grunde genommen Quatsch waren, weil eben alles immer gepasst hat, alles gesund gewesen ist und ich wollte mich diesmal eben auf meine innere Stimme ein bisschen mehr verlassen und in mich reinhorchen mehr und eben alles fließen lassen und das haben wir dann auch so, ja genau, da haben wir dann drüber gesprochen und es war jetzt für Kello auch neu, weil normalerweise waren wir dann eben auch mal im Krankenhaus. Dann haben wir ein bisschen nachgerechnet und dann wurde wieder klar, okay, es wird wieder ein Herbstbaby und da wir ja jetzt mehr im Süden unterwegs sind, haben wir gesagt, komm, lass uns das Kind doch einfach warm bekommen, unter Palmen und die letzte Zeit vor der Geburt schön am Strand in den Tropen verbringen und auch die erste Zeit danach. Ja, und dann haben wir uns ein bisschen umgeschaut, was denn so für Möglichkeiten gibt. Geburtshäuser auf Bali und Hebammen in Thailand und dann wurde eben auch schnell klar, dass es hier nicht so üblich ist. Dass es hier eher unnatürlich alles passiert, dass eben die Frauen hier ins Krankenhaus gehen, 90%, und ihre Kinder per Kaiserschnitt zur Welt bringen, was völlig gegen meine Vorstellung spricht. Ja, deswegen haben wir dann eher nach Hebammen gesucht, die dann herkommen zu uns nach Thailand, haben auch dann welche gefunden und auch Kontakte gepflegt. Wobei das hat sich alles irgendwie immer nicht ganz gefunden. Also dann, wo es ernst wurde, haben dann doch uns die Hebammen, 2 hatten wir, irgendwie abgesagt und es hat alles irgendwie nicht funktioniert. Ja, es hat dann irgendwie ganz schnell der Gedanke auch von einer Alleingeburt aufkam. Da war Kello erstmal gedanklich noch nicht ganz so weit. Da war eben noch der Sicherheitsgedanke irgendwie, stand ihm dann noch ein bisschen im Weg. Aber wir haben sehr, sehr viel geredet. Ich habe ihm gesagt, hey, vertrau mir, vertrau auch einfach mal auf das Gefühl von der Mama. Und ja, aber ich denke mal, da kommt noch mal ein Video von ihm, wie er das alles so erlebt hat und auch die Gedanken, die sich eben verändert haben bei ihm. Da macht er noch mal ein Video zu. Ja, dann vergingen ein paar Monate, waren wir in Deutschland und dann sind wir hergeflogen, ist auch alles problemlos, lief. Klar, ein paar Kleinigkeiten am Flughafen war immer mal, aber das war dann echt schnell vergessen, als wir hier waren. Hatten dann hier noch einen guten Monat bis zur Geburt und ich konnte mich hier echt so richtig fallen lassen, abschalten, Kraft sammeln, hier an den traumhaften Stränden. Hier ist auch, es war auch Nebensaison, also es war überhaupt nicht viel los, kaum Menschen am Strand. Ja, war richtig toll, also es war eine richtige Entscheidung. Und ja, hier können wir einfach so sein, wie wir möchten, sind wir frei, die Kinder sind auch entspannt, man hat keine Termine, keinen Alltagsstress.
und hatten ja auch dann schnell unsere kleine Dschungelhütte gefunden mit einer tollen Badewanne, ein bisschen abseits von dem Ganzen, bisschen abseits im Dschungel. Und es hat super gepasst. 4 Wochen gehen natürlich auch schnell um, wenn man hier so abchillt. Und ja, diesmal war es ein kleines bisschen anders. Ich hatte sehr viele Vorwehen nachts, auch regelmäßig. Das habe ich zwar schon mal erzählt, aber ich erzähle es trotzdem nochmal. Es hat mich dann so ein bisschen verunsichert und ich wusste nicht genau, wann geht es jetzt los. Dann war man nächtelang wach gelegen und wusste nicht genau, okay, ist es jetzt soweit oder nicht. Dann kam der Termin auch immer näher und man hat auch schon gespürt, okay, jetzt gehe ich mal lieber nicht mehr irgendwie vom Haus weg, bleib mal lieber zu Hause. Dann haben wir auch Essen bestellt die letzten Tage. Also man merkt dann schon die Veränderung und dass es bald losgeht. Und ja, eines Morgens wurde ich dann um 4, 5 Uhr wach mit regelmäßigen Wehen wieder. Aber es war diesmal echt irgendwie anders. Das hat man dann schon gemerkt, dass es auf jeden Fall sich anders anfühlt, intensiver vor allem. Ja, und es war witzig, weil da zu dem Zeitpunkt gerade ein paar Monkeys über das Nachbarhaus hergefallen sind. Und ich mir erstmal so ganz locker die Kamera noch geschnappt habe und die Affen gefilmt habe. Während die Wehen immer stärker wurden. Und ja, alle noch geschlafen und da bin ich erstmal los, habe mir noch ein Frühstück gemacht. Ja, guten Morgen Leute. Ich bin mal ein bisschen leiser heute, weil alle schlafen noch hier. Ja, heute Morgen so um 5 Uhr irgendwas wach geworden mit Wehen, die ein bisschen heftiger waren. Kann jetzt der Anfang sein und auch nur wieder Übungswehen, ich weiß es nicht. Ja, mal gucken. Ich mache mir jetzt gerade mal Frühstück. Ein bisschen Licht an. Haferflocken. Mit ein bisschen Kakao, Banane und Kokosmilch. Mal gucken, wie es weitergeht jetzt. Hier sind gerade so total viele Monkeys um unser Haus am Rumschleichen. Ja. Mal gucken, wie es weitergeht. Da kommt der Batman. Where are the monkeys? Where are the monkeys? Have you seen the monkeys? Ja, mal schauen. Und musste aber auch schon die Wehen veratmen. Die kamen dann schon alle 5 bis 7 Minuten. Und dann wurden langsam die ersten wach. Also Kello war dann wach und Jamie. Jo. Hallo. Das Wild and Free Baby macht sich echt auf den Weg. Wird ja irgendwann Zeit, ne? Jetzt sind wir ja vom 8. gerechnet, 5 Tage drüber. Jo. Ja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Wie oft hast du Wehen jetzt? Alle 5 Minuten schon. Zwischendrin geht es dann so wie jetzt gerade, aber dann ist es auch echt heftig. Jetzt haben wir gerade noch mal Wasser heiß. Wasser heiß machen. Weil unsere Badewanne ist dann noch nicht so ganz zuverlässig Wird auch heiß. heiß, aber nicht. Wird auch warm, aber nicht wirklich. Und ja, ich habe dann irgendwie automatisch schon mal Sachen bereitgelegt, das Handtuch und ein paar Tücher und eine Schere, keine Ahnung, für die Nabelschnur, was man dann so halt macht. Und ja, es ging dann echt schnell. Ich dachte, ich hätte da wie sonst viel mehr Zeit. Dass ich auch gesagt habe, komm, lassen schon mal Wasser in die Wanne ein. Und ich gehe dann mal lieber in die Badewanne, um noch ein bisschen zu entspannen. Was ich auch gemacht habe dann. Habe dann auch noch, wie ihr sehen könnt, hier während den Wehenpausen noch ein paar Bilder erstmal geschickt und die Insta-Story gefüllt mit der Nachricht, dass es losgeht. Ja, und dann wurde es eben in der Wanne, in dem warmen Wasser, wurde es dann eben sehr schnell immer stärker und die Wehen wurden intensiver und die Abstände auch kürzer. Da habe ich dann wurde mir dann wirklich klar, okay, jetzt geht's wirklich los. Ist jetzt kein Spaß mehr. Jetzt bist du echt in der Geburt mittendrin und bekommst dann in den nächsten Stunden dein Baby. Und ja, hatte aber auch volles Vertrauen, hat mich da völlig gehen lassen. Ja, die Kinder wurden dann irgendwann wach, aber haben dann irgendwie auch intuitiv gemerkt,
okay, lassen Mama jetzt mal in Ruhe und haben dann draußen was gemalt. Ab und zu kamen sie dann mal ins Zimmer, aber das war echt in Ordnung und ich fand auch schön, dass sie mal ab und zu dabei waren. Ansonsten war ich halt allein und habe ja, eben mit den Venen, die Venen veratmet und ja, aber es war völlig entspannt, trotz der Schmerzen. Es war entspannt und man konnte wirklich, man hat wirklich, man war ganz nah bei sich, auch verbunden mit dem Baby, ganz stark, eine ganz andere Erfahrung als im Krankenhaus, wo immer mal jemand dazwischen funkt oder mal der Muttermund abtasten möchte und das war eben alles nicht da. Ich war eben echt ganz bei mir und habe die Augen zugemacht, habe alles fließen lassen, so wie es eben kommt, alles angenommen und habe dann auch gemerkt, dass es dann irgendwann noch intensiver wurde und dass dann auch der Druck nach unten stärker wurde. Ich gehe nur mal kurz gucken und dann kannst mit ihm jetzt hier nicht dann spielen. Hallo Maxchen. Hat ein bisschen Aua jetzt, ja? Komm draußen spielen, Schatz. Nee, kann man nicht reinkommen. Ist es heiß? Ja, ist ganz heiß. Das Baby kommt heute vielleicht. Also auf jeden Fall. Jo.
hat Kero noch sanfte Musik laufen lassen und ich habe mich dann voll eingelassen, auch auf jede Wehe und auf jeden Schmerz und habe dann geschaut, was passt am besten. Dann bin ich mal nach vorne und zurück und habe mich das Becken kreisen lassen. Und wir hatten vorher schon so ein Seil hingehängt, dass man sich da ein bisschen dran festhalten kann. Und das hat mir bei Jamie und Julies Geburt echt geholfen. Und das war diesmal auch wieder ganz toll, dass man da so ein bisschen in den Wehen sich reinhängen kann und da so ein bisschen sich festhalten kann quasi. Es war auf jeden Fall sehr intensiv. Es war kein Vergleich zu den Geburten davor. Habe dann auch immer mal gefühlt und das Köpfchen war dann auch schon zu tasten. Und ja, irgendwie kam dann irgendwann auch der Druck nach unten wurde dann stärker und irgendwann kam dann der Pressdrang. Dem bin ich eben auch nachgegangen und habe dann eben auch immer gepresst mit jeder Wehe und ja, es war echt ein ganz intensives Gefühl und man hat richtig gemerkt, wie sie immer weiter nach unten gerutscht ist und dann ist irgendwann die Blase geplatzt und dann nochmal gefühlt, dann war das Köpfchen echt schon ganz nah zu fühlen, die Haare auch schon und ja, dann weiter gepresst und dann war sie irgendwann geboren. Es ging echt sehr schnell, also dann war der Kopf da und mit der nächsten Wehe der ganze Körper und dann war so ein richtiger Wow-Moment. Das war schon wirklich sehr, sehr intensiv, sehr, sehr schmerzvoll und dann kann man einfach nur noch losschreien. Also mir hat es am besten geholfen, auf jeden Fall einfach mal loszuschreien. Aber eben auch die Venen wirklich anzunehmen und nicht dagegen versuchen anzukämpfen, auch wenn es wirklich hart ist, aber einfach mitzugehen und zu sagen, komm, egal, jede Wehe bringt mich auch irgendwo näher zu meinem Kind und ja, auf jeden Fall war sie dann geboren und es war so überwältigend und ich hatte sie dann da liegen und ganz alleine, ich habe sie dann halt zu mir genommen und es war so toll. Ja, und man ist dann auch super erleichtert, super stolz und dann kommt so ein Hormonschub Liebe und das kleine Wesen dann auf einen zu haben, was man dann so lange in sich getragen hat, ist einfach immer wieder unbeschreiblich. Das kann man nicht beschreiben. Ja, und Kelle war natürlich auch dabei und wir haben sie dann quasi ganz sanft in Empfang genommen und ankommen lassen. Das kann man mit Bildern und Videos gar nicht beschreiben. Ja, auf jeden Fall war es ein ganz, ganz, ganz tolles Erlebnis.
Und ich bin echt dankbar dafür, es so erleben zu dürfen. Und es waren einfach keine Einflüsse, es war eine ganz entspannte Atmosphäre. Ich habe mich völlig sicher gefühlt auch und wusste irgendwie, das passt schon alles so, wie es ist. Ja, das war wirklich ganz, ganz toll. Und als sie dann geboren war, sind wir irgendwann umgezogen ins Bettchen und haben dann noch die Nabelschnur ausposieren lassen, haben sie dann irgendwann abgenabelt. Mir kam zwar auch der Gedanke von einer Lotusgeburt, aber das hat sich doch im Dschungel bei der Hitze alles ein bisschen schwierig gestaltet. Und mit Julie, die auch erst 2 war zu dem Zeitpunkt, dachte ich mir, das ist alles ein bisschen zu kompliziert. Und ja, dann haben wir sie dann abgenabelt, 1-2 Stunden später. Und so war es dann auch in Ordnung und sie war dann wirklich auch ganz entspannt. Ja, sie kam auch zur Welt und hat dann ganz kurz gemeckert und dann gleich geschlafen. Also ganz entspannt kam sie und hat dann auch ausgestrahlt, das Ganze so irgendwie. Und normalerweise schreien die Kinder, ja, sie werden erstmal weggenommen und untersucht und abgemessen. Und ja, und da hat man echt auch gemerkt, das war wirklich so sanft, dass sie echt dann geschlafen hat quasi auf den Weg in die Welt. Haben dann erstmal die ersten Tage genossen, zu Hause gekuschelt und genau, es war alles total entspannt und schön. Und dieses Erlebnis wird uns auch immer bleiben und immer verbinden. Wird man immer zurückschauen und sagen, wow, wir haben es zusammen geschafft, nur du und ich im Dschungel Thailands, so wie man sich eben erträumt hat. Ja, einfach mega dankbar dafür. Das ist eben meine ganz persönliche Geschichte, meine ganz persönliche Reise. Ich habe für mich gefühlt, dass es so für mich am schönsten, also am besten, ich habe für mich eben erkannt, dass ich das so erleben möchte, dass ich mir das zutraue, dass ich da einfach Vertrauen auch zu mir selbst habe und zu meinem Baby, zu meinem Körper. Was nicht heißt, dass ich gegen Hebammen oder gegen Krankenhäuser bin. Im Gegenteil, ich bin echt froh, dass es das alles gibt, dass es Hebammen gibt, die einen da begleiten und es eben auch so gestalten können, wie man das eben möchte als Mama. Ja, und ich möchte euch auch nochmal auf den Weg geben, die das Video schauen, die werden sich ja mit den Gedanken auch ein bisschen auseinandersetzen, eben wirklich zu vertrauen und sich wirklich sicher zu sein, dass man das auch schafft und dass man da auch keine Ängste irgendwie mit reinbringt. Weil das Schlimmste, was irgendwie passieren kann, ist, dass man zwischendrin irgendwelche Ängste aufkommen, dass man Panik bekommt, dass vielleicht der Partner dann doch nicht mehr dahinter steht oder irgendwie irgendwas ist. Es muss von vornherein wirklich sicher, also wirklich im Kopf auch, das muss der tiefste Wunsch sein, das so zu erleben, dass man es ganz alleine erleben möchte. Und ja, einfach mehr Vertrauen in sich, in die Natur und in die ganzen Abläufe. Der Körper weiß, was zu tun ist. Es steckt in uns drin. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Ja, das ist auch irgendwo der Sinn des Lebens, finde ich zumindest. Und da kann man wirklich auch auf die Natur vertrauen und auf sich selber und auf sein Gefühl. Und für mich persönlich war es eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und ich würde es auch immer wieder so machen. Ja, auf jeden Fall es ist einfach unbeschreiblich. Man hat so die volle Verantwortung. Ja, ich kann euch nur mitgeben, hört auf euer Gefühl, macht euch viele Gedanken darüber, schaut euch ein paar Berichte an und ich habe auch mich viel informiert vorher. Der Bericht, lasst gerne einen Daumen nach oben da und kommentiert auch gerne. Ich versuche immer, jeden Kommentar auch zu antworten. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Ängste nehmen und auch vielleicht inspirieren. Ja, dann sehen wir uns bald wieder. Ihr könnt uns ja, wenn ihr mögt, begleiten hier auf Koh Lanta auf unseren weiteren Reisen, die noch kommen werden. Auch Jessie ein bisschen aufwachsen sehen, wie wir das hier alles machen mit der Kleinen und mit den Kindern, wie wir Zeit hier genießen und erleben. Ja, dann verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch alles Gute und ja, eure
Da waren wir zu fünft. Ja, da ist die kleine Maus. Genau. Vor 1,5 Stunden geboren. Jo, Ganz allein. ganz allein, ohne Hilfe, nur Coco war dabei und Keine Hebamme, kein Onkeldoktor oder sowas und es ging alles ja, gut. ging alles gut. Johnny hat das gut geschafft und das Baby auch. Die Jessie auch ganz toll gemacht. Und jetzt trinkt sie schon fleißig. Was ja auch mal ein gutes Zeichen ist. Ja, gab echt keine Probleme. Dann lief alles wie 6 Stunden ungefähr hat's gedauert, ne? Ich bin wach geworden so um kurz vor 5. Ja. Nee, kurz vor 6. Ich noch ein paar Affen draußen gefilmt Genau. Und auf Instagram sehen die Monkeys. und dachte wieder, ja, viel Alarm, Wehen. Aber die waren dann schon ein bisschen heftiger und dann irgendwann entschlossen, okay, jetzt gehe ich mal in die Badewanne. Ja, so halb 10, 10. Ne? Ab 10 und da ging es auch richtig los. Ja. Ja. Okay, jetzt spare ich den Rest. Und 12:45 Uhr war die kleine Maus ja da. So, ne? Ja, Wie das so ist. genau. Wer schon Mama ist, der weiß ja, was da zwischendrin noch so war. Ja, Von daher. Aber alles schön, alles gut. ja, Jetzt alles müssen wir gesund. die kleine Maus gleich noch abnabeln. Ja, Jetzt hier noch eine ganze Weile hier in der Tüte ihren Mutterkuchen. gehabt. Jetzt ist aber auspulsiert, Ja, dass man sie gleich mal abnabeln können. Und dann ist man noch ein bisschen flexibler in der Handhabung. auf jeden Fall, ja. Aber jetzt trinkt sie gerade noch schön eine Runde, deshalb warten wir noch den Moment, bis sie dann da vielleicht ein bisschen eingenickt ist. Guti. Ja, jetzt haben wir 3 Kinder Jetzt und dann immer zu 5. Zu 5. Free. um die Welt.